jedes Item, was es im Cash-Shop gibt, dass man die auch mit Penya limitiert kaufen kann. War noch ein guter Penya-Sync. Da würde ich ebenfalls wieder argumentieren, das wird Gala niemals zulassen. Alles, was dafür sorgt, dass weniger F-Coins ausgegeben werden, wird Gala niemals zulassen. Die einzigen Methoden sind, also die auch halt realistisch sind erstens verringern, dass überhaupt so viel Penya existiert. Oder dafür sorgen, dass es nicht so schnell geht. Und das zweite ist, Penya aktiv aus dem Spiel zu nehmen. Das kriegen sie einfach nicht hin. Gut, sie probieren es halt auch gar nicht meistens, aber wenn sie es probieren, kriegen sie es nicht hin. Könnte man auch wieder Verschwörungstheorien aufstellen, warum das so ist. Gibt's ja auch schon welche. Also sag mal, alles, wie gesagt, was irgendwie mit F-Coins, weniger F-Coins aufladen, F-Coin-Items für Penya und so, ich meine, da braucht man sich nichts vormachen, das wird niemals passieren. Aber es gibt ja noch genug andere Ideen und Ansätze und was weiß ich was. Aber sie machen ja nichts davon. Ich denke, man merkt halt auch einfach bei Flive Universe, dass du zu selten, wie jetzt zum Beispiel beim 4th Anniversary Event, mal wirklich so durch die Bank durch mehr oder weniger fast alle Cash-Up-Items dir farmen kannst. Und selbst wenn solche Events stattfinden, wie gesagt, das ist sowieso extrem selten, dann ist es auch immer wieder streng limitiert und halt auch nicht jedes Item und die Party-Scroll zum Beispiel auch wieder nur in der einen Tagesversion, dass selbst wenn du es mit 8 Chars gefarmt hast, das Event, oder lass es sogar mehr gewesen sein, wobei, wenn du es mit genug Chars gefarmt hast, hast du jetzt wahrscheinlich Party-Scrolls für 1-2 Monate gefarmt. Also ich sage jetzt mal so 20 plus Chars, immer in Dreiergrüppchen, dass alle die maximale Belohnung bekommen. Dann hast du wahrscheinlich locker 20 bis 50 Scrolls irgendwas in dem Bereich bekommen, je nach Glück. Das schon. Aber wenn du es nicht, also wenn du jetzt ein normaler Spieler bist, mit 2 Charaktern oder selbst jemand mit 8 Charaktern, selbst mit 8 Charaktern hättest du nie im Leben Party-Scrolls für einen Monat bekommen. Also ich meine, ich habe es ja mit 6 Lowbobs und mit 2 Normal-Chars gefarmt. Den World-Boss oder den Instanz-Boss. Und ich habe, glaube ich, insgesamt so 10 Scrolls bekommen. Lass es 12 gewesen sein vielleicht. Das ist einfach nichts. Ich meine, das Event lief 6 Wochen. Und du hast 12 Tage Scrolls. Ne, 7 Wochen lief, wurde ja verlängert. Aber egal. Das ist einfach zu wenig. Also ich meine, das sorgt natürlich nicht, dass dadurch dann weniger Party-Scrolls benötigt werden. Das macht so gut wie keinen Unterschied. Es macht einen kleinen Unterschied vielleicht, für eine Woche, für 2. Und danach sind diese ganzen Party-Scrolls wieder aufgebraucht und alle kaufen wieder F-Coins, beziehungsweise wollen wieder F-Coins kaufen. Wenn das so wie bei Flive PC wäre, dass du Events hast, wo du auch wirklich mal, wenn du komplett reingrindest, dir Party-Scrolls für ein ganzes Jahr oder für ein halbes Jahr oder für Monate farmen könntest, dann würde vielleicht auch etwas der Druck abnehmen und die Leute wären halt nicht mehr so heftig angewiesen auf diese Cash-Up-Items. Für Penya. Sag ich mal. Also wenn du, oder, sag ich mal, oder so, dir kann einfach egal sein, was der Markt macht oder was die Reseller machen oder was irgendjemand macht, weil du kannst es dir einfach farmen und dann spielt es einfach keine Rolle mehr, was die Items kosten und was F-Coins kosten und was Penya wert ist und pipapo. Dann kann es dir, wenn du einfach nur Just for Fun spielst oder wenn du einfach nur grinden willst, dann kann dir das eigentlich vollkommen egal sein, was da am Markt abgeht. So wie es ja einem eigentlich auch am liebsten wäre. Aber man kann es halt nicht ignorieren, weil man braucht ja immer irgendwas. Man muss ja immer wieder irgendwas kaufen und dann spätestens da musst du dich wieder damit beschäftigen. Wenn du dir das meiste erspielen könntest, natürlich mit dem gewissen Zeitinvestment, das kommt natürlich dann dazu. So ähnlich wie bei Flive PC eben früher. Dann würde das vielleicht ein bisschen nochmal, wie gesagt, den Druck wegnehmen und den Resellern auch ein bisschen die Macht nehmen. Und ja. Aber das Problem ist halt, selbst wenn gute Events starten, wie jetzt das mit den Musiknoten, ist ja wirklich ein sehr gutes Event. Aber man kriegt da halt meistens keine wirklich limitierten Cash-Up-Items. Also das, was ich davor gesagt habe, so Party-Scrolls, durch die Bank einfach Feedbacks, wie viele Feedbacks man sich erfahren konnte beim 4th Anniversary Event. Solche Events sind einfach zu selten.
Und wie gesagt, selbst wenn sie stattfinden, auch wieder zu krass limitiert. Weil jetzt kriegst du eigentlich fast nur Power-Ups. Pet Reroll und Smelting sind eigentlich die einzigen wirklichen exklusiven Items, die man jetzt so im Spiel eigentlich gar nicht bekommen kann. Außer für F-Coins. Wobei Smelting Scrolls kriegt man relativ häufig. Pet Reroll ist tatsächlich ziemlich selten. Die gab es so gut wie noch nie bei dem Event, glaube ich. Aber das ist dann auch wieder zu wenig einfach. Es müsste halt... Es müsste im Endeffekt jedes Event müsste es so eine Lucky Box geben, wie beim 4th Anniversary Boss, wo dann auch nicht vielleicht immer genau die gleichen Items drin sind, aber wo immer irgendwie eine gute Mischung aus Party Scrolls, Protects, exklusiven Power-Ups oder so. Und die müsste dann aber auch in einem Verhältnis farmbar sein, dass es halt wirklich einen Unterschied machen kann. Was, wie gesagt, auch eher nicht passieren wird. Weil eben, dann sind wir wieder beim Thema, das würde dafür sorgen, dass Leute weniger F-Coins nachfragen. Ob sie selber kaufen oder ob jemand anders dann auflädt, ist ja Gala grundsätzlich egal, wer auflädt. Hauptsache, irgendjemand muss aufladen. Und genau dann sind wir wieder an dem Punkt, wo du sagst, naja, würde vielleicht was bringen, wird halt aber nicht passieren, weil Gala kein Interesse daran hat, dass weniger F-Coins aufgeladen werden. Logischerweise. Deswegen, in der Theorie hört sich das alles immer so leicht an, weil es ja eigentlich auch leicht ist. Aber nicht, wenn man Geld verdienen will mit dem Spiel. Dann fallen viele Vorschläge, viele Ideen direkt weg, weil du sagst, würde dafür sorgen, dass sie weniger Geld verdienen. Also ich denke mal, dass das der Hauptgrund ist. Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Und ich denke, ich weiß gar nicht, ob Gala das überhaupt so interessiert, wie so die Wirtschaft im Spiel ist und so. Also mal angenommen, F-Coins würden jetzt in 2 Wochen 3 Milliarden kosten pro 1000. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob die das überhaupt interessieren würde. Mal angenommen, das würde jetzt passieren. Ich weiß ehrlich nicht, ob das überhaupt irgendeine Rolle für die spielt. Was so die Wirtschaft auf den Servern macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es denen auch irgendwie wirklich komplett egal ist. Also für uns ist das so ein Riesenthema, das war ja alles davon irgendwo bestimmt wird. Alles dreht sich ja danach. Aber für Gala macht es ja, wie gesagt, eigentlich keinen Unterschied. Die interessiert ja nur, ob F-Coins aufgeladen werden und solange Leute spielen, laden sie auch F-Coins auf. Wahrscheinlich sogar je höher der F-Coin-Preis in Penya ist, desto eher laden Leute selber F-Coins auf, weil sie wissen, dass sie sie nicht mehr selber farmen können. Wenn niemand mehr die Prem-Items kaufen kann, werden auch weniger neue gekauft. Ja, aber das weißt du ja nicht, das weiß nur Gala. Und ist das wirklich so? Weil wenn du jetzt anfängst und F-Coins kosten 50 Mio pro 1000, da hast du doch bestimmt den Gedanken, oh Mann, ist ja voll günstig, ich muss gerade mal auf Level 80, 90 grinden, dann kann ich mir alle paar Stunden 1000 F-Coin für Penya holen. Aber wenn du jetzt anfängst und F-Coins kosten 5 Milliarden, und du siehst dann, du machst ein paar Mio pro Stunde, dann wirst doch der erste Gedanke sein, das wirst du niemals schaffen. Also entweder cache ich jetzt oder ich quitte. Und die Leute, die wirklich Bock haben zu spielen, werden dann einfach cashen. Also, das weiß nur Gala, ob das oder wie es ist. Werden die Leute dann eher cashen oder werden die Leute dann eher aufhören? Wahrscheinlich hält sich's die Waage.